Zeit für ein neues Laufabenteuer. In der Geburtsstadt Mozarts, Salzburg. Salzburg also. Willkommen zum Mozart 100. Wir stehen hier auf dem, ich glaube heißt Mönchsberg. Und das sind die Sachen, die wir heute gekriegt haben, wo wir alles abgeholt haben. Eine Tasche habe ich gekriegt und Matthias auch. Eine Weste, Drop-in-Bag und die Startnummer. Eine rote Startnummer wieder. Und Matthias. Wasserfester Plan. Aber den hat nur Matthias gekriegt. Ich weiß nicht, was Den das kriegst du auch bedeutet. noch. Bisschen zum Rennen. Es wird etwas herausfordernd, der Start. Außer das Profil, 120 Kilometer und 5800 Höhenmeter, sind die Cut-Off-Zeiten am Anfang echt eng. Ja. Also vor allem bei Kilometer 56, da müssen wir 14 Uhr durch sein. Ja. Das heißt viel laufen, wenig gehen. Also Es klingt lang, 5 Uhr Start, aber es ist sehr knapp kalkuliert. Danach können wir ein bisschen ruhiger laufen, ja. aber bis dahin müssen wir schneller laufen, als wir gewohnt sind, eigentlich loszulaufen. Ja. Aber gut, das gehört dazu und dann sehen wir weiter, was dann passiert. Die Stadt erwacht und wir mit ihr. Ja. Ja, wir gehen jetzt zum Start. It's 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! So, und nun geht's richtig los. Jetzt geht's jetzt mal flach. Wir haben noch keinen einzigen Höhenmeter gemacht. Also, das wird alles entschieden in der Mitte der Strecke, was die Höhe betrifft. Nach genau 40 Minuten haben wir die Straßen endlich verlassen. Jetzt geht's in die Trails. Einlaufen ist jetzt gleich vorbei. Rollt schön. Und jetzt geht's in den ersten Anstieg bald rein. Und das könnte der Stau sein, von dem wir gesprochen haben. In dieser ersten Phase geht es ja vor allem darum, sich gut zu versorgen. Man hat nicht wirklich Hunger, nicht wirklich Durst. Alle 20 Minuten piept deswegen die Uhr, um uns zu erinnern, zu essen, zu trinken. Und in diesem Rennen braucht man ein bisschen Mut, mit Verstand anzugehen, als man es tun würde. Im Moment probiere ich ein bisschen ins Rennen zu kommen. Es ist ein bisschen schwierig heute am Anfang. Alles ist still. Auch die Leute sind stiller. Das ist ein erheblicher Unterschied zu den Rennen zum Beispiel in Frankreich, wo von Anfang an relativ viel gesprochen wird. Die ersten 2 Stunden sind rum. Knappe 16 Kilometer geschafft. So langsam nähern wir uns den ersten richtigen Bergen. Hoho! Good morning! Hey! Wir haben jetzt fast 24 weg, also noch 6 Kilometer. Und dann fängt der interessante Teil der Strecke an. Gerade bei der Aid Station eine schnelle Toilettenpause gemacht. Das war dringend nötig. Dankeschön! Meine Strategie für die ersten 30 Kilometer war laufen lassen, der Puls einfach auch ab und zu in die Höhe schießen lassen, um einfach von der Cut-Off-Zeit wegzukommen. Jetzt haben wir 27 Kilometer weg bei 35 Stunden. Tempo ist gut, aber es geht ständig auf und ab, kurz hoch, kurz runter, Stücke an, Stücke aus. Es ist schwierig, einen Rhythmus zu finden. Meine erste Krise habe ich überstanden. Ja, was macht man da, wenn man hängt? Auf seine Werte achten, schauen, dass es dem Körper gut geht, dass der Puls im Rahmen ist, dass die Verpflegung stimmt, dass man dem Körper gibt, was er vielleicht braucht, wenn ein Mangel da ist. Ansonsten geduldig sein, darauf vertrauen, dass der Körper das schafft und abwarten. 38,4 Kilometer weg.
Und jetzt geht's da hoch. Das ist der lange Anstieg vor dem noch längeren Anstieg. Schafbachalm. Also über den Cut-Off bei St. Gilgen brauche ich mir keine Sorgen mehr machen. Klettern. Hopp. Diese kleinen spitzen Steine fühle ich an der Sohle. Die Sohle von den Zero Shoes, die ich heute anhabe. Sandalen sind nicht erlaubt. Die sind dünner als die Sandalen. Und ja, da fühlt man die spitzen Steine bei den Downhills schon ein bisschen mehr. Ja, gerade bei der Verfügungsstelle durch und stellt sich mal wieder heraus, sehr gute Idee, sich selbst voll zu versorgen. Denn die Neckdrinks gibt es natürlich, klappt super, auch Red Bull und Cola und Suppe gibt es immer. Aber wer auf Riegel, auf Gels oder Waffeln setzt von Neck, der wird enttäuscht werden. Wow. Das ist ich glaube, der Wolfgangsee. Aber wenn man dachte, was ist gewesen? Nein, das 12-Fach-Horn kommt erst hier. Das ist also der höchste Punkt der Strecke. 1500 Meter. Vor den Verpflegungsstationen bereite ich meine Flaschen immer vor. Ich tue schon immer die Elektrolyttabletten dann rein, um dann nur noch Wasser auffüllen zu müssen. Das Karenzzeitrennen geht ins Finale. Wir haben jetzt noch 9 Kilometer und 1 Stunde 45 Zeit. St. Gilgen Aid Station. Um 2 ist der Cut-Off und wir sind um 12.33 Uhr da. Es gibt was zu feiern. Wir haben jetzt die Hälfte weg bei diesem Anstieg. Yes! Aber noch nicht mal die Hälfte der Höhenmeter. Oben. Aber nur noch 1 Stunde bis zum Cut-Off. Also Kamera aus und Gas geben. Während wir jetzt den Schafsberg besteigen, irgendwie, das ist der Anfang wahrscheinlich, ein bisschen was über die Ernährung. Ich plane bis zum Ende 85 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde einzunehmen. Das mache ich mit 2x 30 Gramm Precision Hydration Gels. Und das Ganze wird supplementiert mit irgendwas, was ungefähr 25 Gramm hat. Schritt für Schritt. Ich bin noch im Rennen. Das heißt, ich habe die Cut-Off-Zeit geschafft. Die Fähnchen, die sind anders. Die haben ihre eigenen Fähnchen. Habe ich genug vom Schafsberg. Jetzt mal oben. Auf den letzten paar Metern ging mir die Energie ein bisschen weg beim Klettern. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich im Downhill wieder ein bisschen nachtanken kann. St. Gilgen Aid Station Nummer 2. Ich habe den Dropback gepackt, T-Shirt umziehen, neue Ernährung mitnehmen und dann weiter. Von da unten sind wir gekommen. Der Schafberg hat mich geschafft. Aber jetzt bin ich oben. 11 Stunden 23. Ich habe wieder ein bisschen Tempo gefunden. Zum Glück. Ich hoffe, das kann ich etwas länger halten. Hier gibt es eine Pension Antonia mit einer Ente drauf. Ich habe mich gerade abgeräumt. Unachtsamkeit, an andere Dinge gedacht. Entspanntes Laufen im schönen, ruhigen Ultra-Style. So, die Aid Station habe ich jetzt hinter mir gelassen. Die großen Sandgallen. Und das gab die Gelegenheit, einmal die Nahrungsreserven aufzufüllen. Wir haben ja unser Dropback hinterlegt. Beim ersten Mal habe ich ja die Schuhe getauscht. Und diesmal habe ich die ganzen Gels, Bars, Waffeln nachgefüllt. Weil, selbst ist der Ultra, man kann sich nicht auf die anderen, auf die Veranstalter verlassen, egal wo. Man braucht sein eigenes Ernährungskonzept. Nachdem es eine Zeit lang gut ging, geht es jetzt eine Zeit lang nicht so gut. Oh, Magen rumort.
schwieriges Essen reinzukriegen. So, regnet es doch noch. Hat Sahne doch recht gehabt. Nach dem Anstieg hoch Richtung Fuschelsee ging es dann ganz lange flach. Bergab. Man kann schön seine Energiereserven aufbauen. Noch 20 Kilometer bedeutet, wir haben 100 weg. Das ist Fabian. Mit Fabian bin ich mehr als 20 Kilometer jetzt unterwegs. Sag mal Hallo. Hallöchen. Es regnet, was für mich als Hamburger recht angenehm ist. Und es gibt sehr viele laufbare Strecken. Also wenn man sich das Rennen gut einteilt, kann man hinten raus richtig gut laufen, ziehen. Darunter müssen wir letztendlich. Da ist Salzburg. Die Stirnlampe ist an, wie man sehen kann. Ja, weil es wird dunkel. So kann man besser die ganzen Wurzeln sehen. Das ist die letzte Aid-Station vom Ziel. Wir haben noch 10 Kilometer, vielleicht jetzt 9,5 noch. Treppen, Treppen, die Salzburger Treppen. Heute früh habe ich drüber geredet, über den Kapuzinerberg, und jetzt sind wir da. Das letzte Hindernis auf dem Weg zum Ziel. Nur noch die Treppen runter und dann über die Brücke. Danke für die moralische Unterstützung. Ich habe zu danken. Boah, kaputt, Mann! Zeit für Zusammenfassung. Wir haben es geschafft erstmal, ne? Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist die große Mozart 100 Medaille. War toll, toll organisiert. Hat richtig viel Spaß gemacht. Es gab natürlich, das wussten wir vorher, mit den Cut-Off-Zeiten schon ein paar Themen, die man im Blick haben musste. Sogar das Training abgestellt, damit wir mehr Grundschnelligkeit bekommen und am Anfang schneller laufen können. Und ja, wir sind in Salzburg, ne? ja, da gibt es Kirchen. Ansonsten haben wir gemerkt, dass wir alles gebraucht haben, was wir vorbereitet haben. Wir haben uns selbst ernährt. Wir haben eigentlich nur Flüssigkeit aufgenommen, Drop im Bag nachgefüllt. Wir haben sehr viele Reservesachen gehabt. Ich musste meine Schuhe wechseln zwischendurch, weil die zu eng waren und die Zehen aufgescheuert waren. All das muss man vorbereiten, hat super geklappt. Eigenverpflegung, haben wir wieder festgestellt, ist das Ideale. Ja. Wenn man das organisiert hat, ja, ist die halbe Miete. Es sei denn, man gewöhnt sich rechtzeitig Red Bull im Training zu trinken. Das ist als Hilfsmittel, wenn es mal echt schwer geht. Die Momente hatten wir natürlich auch. Ja. Da habe ich aber Cola getrunken. Ich habe kein Red Bull getrunken, aber die Cola habe ich schon genutzt. Notgedrungen wussten wir, dass es kommt, weil wir beide schnell angegangen sind. Ich habe relativ früh dann wieder rausgenommen, war aber dann in seinen Gillen verdammt knapp geworden. Aber ich habe dann mit 5 Minuten vor Cut-Off-Zeit seinen Gillen her verlassen und in der zweiten Runde hatte ich eine halbe Stunde Vorsprung und dann war es ja sehr weit angelegt und mit 20,5 Stunden dann ins Ziel. Das war mehr, als was ich mir wünschen könnte. Also du bist danach konstant eigentlich durchgelaufen, ja, auf einem gleichmäßigen Energieniveau. Man konnte sich durchlaufen und hat auch keine Probleme oder so. Nee. Ich bin mega happy. Ich habe probiert zu gucken, wie lange es sogar im hohen Bereich von Zone 3 funktioniert. Und ich war erstaunt im Nachhinein, dass man noch bei 8,5, 9 Stunden, dass danach ungefähr die Flaute kam. Aber 8,5, 9 Stunden ist schon eine ganze Menge, wenn man sich da ernährt. Ich habe natürlich meine Ernährung darauf abgestimmt gehabt, um diese Intensität zu laufen. Und 58 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde ist danach, wenn der Herzschlag einstürzt, nicht mehr zu machen. Ich hatte dann Magenprobleme, echt von Übelkeit. Krisismanagement ist das Thema bei Ultras. Das sind die Ultras, genau. Man muss einfach eine Krise nach der anderen managen und wenn man genug gemanagt hat, ist man im Ziel. Ja, das war eigentlich die Zusammenfassung von diesem Lauf. War sehr, echt gut organisiert. Eine große Empfehlung. Ja, wirklich.
schöne Runde, sicher. Wir hatten auch Glück mit dem Wetter. Es hat ein bisschen geregnet am Ende, aber war nichts Dramatisches, bewölkt. Das hat man ja im Video dann auch gesehen. Es war einfach toll und dann freuen wir uns schon auf das nächste Highlight, was Nizza. Nizza. Ja, also bis Aber dann. die große Strecke. Genau. Die Erwachsenenstrecke.